Servus bei ARS24, eurem Kanal für geilen Sound im Auto. Heute speziell ein BMW und zwar mit einem Sound-Upgrade in einer Form einer ganz normalen, normal ist die wirklich nicht mehr, eine Endstufe, die ausgetauscht wird von der Original-Endstufe vom Fahrzeug in unsere neue Endstufe und zwar die Match-Up 7. Die jetzt an den Originallautsprechern so einen dermaßen geilen Sound zaubert. Holla die Waldfee, da geht's richtig ab. Freut euch auf dieses Video. Gerade beim BMW ist es so super einfach, besseren Sound reinzubringen, gerade weil die Lautsprecher, das sind alle schon vorverkabelt. Alles bündelt sich hinten im Kofferraum an einem Punkt und zwar an der Original HiFi-Endstufe vom BMW. Also wir brauchen einen BMW mit HiFi-System. Standardsystem funktioniert nicht, die ganzen Harman Kardons lassen wir auch weg, aber HiFi-System können wir jetzt richtig toppen, weil das HiFi-System von BMW tatsächlich nur Durchschnitt ist, also so langweiliger Durchschnitt. Und wir können jetzt mit dem Austauschen der Endstufe, die im Kofferraum drin ist, die ist in einer Viertelstunde, okay, wenn ich es mache in einer Viertelstunde, wenn ihr es macht vielleicht in einer Dreiviertelstunde, maximal. Mit meiner Anleitung schafft ihr das in einer halben Stunde. Komplett ausgetauscht und ihr habt auf einmal ein völlig anderes Fahrzeug. Zumindest denkt ihr das, wenn ihr da drin sitzt und die Augen zumacht und sagt, gerade eben war es doch voll langweiliger Sound. Und jetzt auf einmal, ich krieg Gänsehaut, wenn ich die Instrumente höre oder einen Frank Sinatra singen höre. Das ist so ein Riesenunterschied. Und das mit den originalen Lautsprechern, da lasst man alles, wie es ist, da vorne drin. Der gesamte Aufwand begrenzt sich auf circa eine halbe Stunde, die Endstufe im Kofferraum auszuwechseln. Und das ist wirklich kinderleicht, weil auch der Kabelkit an der Endstufe schon vorkonfektioniert ist. Ihr braucht es nur noch zusammenstecken, nichts mehr bei denken und nur geilen Sound hören. Kauft nicht bei Amazon, sondern bei uns direkt im Webshop und am besten natürlich unten über den Link, den wir euch im Videobeschreibungstext zur Verfügung stellen, wo ihr dann in einen vorgefertigten Warenkorb gelangt, wo wir euch diese CD natürlich zu der Endstufe gratis mit dazugeben. Und wenn ihr darüber bestellt, ist natürlich die Software für dieses Fahrzeug bereits drauf programmiert von uns und natürlich auch die Einstellung, was Bluetooth-Module oder sonst was betrifft, ist alles schon integriert, wenn ihr das bei uns im Webshop kauft. Okay, zugegebenermaßen, die Endstufe ist nicht die billigste Endstufe, die wir im Sortiment haben. Ja, aber warum denn auch? Die Endstufe, die macht so einen hammergeilen Job in dem BMW. Da ist ein Soundprozessor mit integriert, der auf dieses Fahrzeug abgestimmt ist. Das sind Techniker vorher dran gewesen, haben sich mit dem Fahrzeug und der Kombination auseinandergesetzt, haben die perfekte Variante gewählt, um das optimal klingen zu lassen. Natürlich kostet die Endstufe ein bisschen was, aber dieses einfache Anstecken im Gegensatz zu Lautsprecher tauschen, ja, das ist mal richtig aufwendig und ist auch eigentlich kostspieliger, wenn man es genau nimmt. Weil Lautsprecher zu wechseln bedeutet in der Regel auch, die Lautsprecher bleiben einfach drinne, bis das Auto wieder verkauft wird und danach auch, weil die baut keiner mehr raus. Die ganze Verkabelung, der ganze Aufwand ist viel aufwendiger, als hinten im Kofferraum die Seitenverkleidung wegzumachen, die Endstufe auszuwechseln, wieder alles zusammenzubauen. Wie gesagt, eine halbe Stunde. Das war's. Und das ist doch natürlich richtig was wert. Man merkt es auch, die Endstufe, wenn man die anfasst, das ist höchste Qualität. Da hat sich die Firma Audio-Tech Fischer richtig was dabei gedacht und ich finde es absolut zukunftsweisend, wie die auf das Thema Sound im Fahrzeug jetzt einsteigen, um einfach für jeden es gut zugänglich zu machen mit ein paar Euro. Okay, es ist ein bisschen mehr als ein paar Euro, aber mit ein bisschen mehr Geld, Investitionen, jetzt hat mir gerade echt das Wort gefehlt, aber egal, so einen coolen Sound reinzubringen, der jetzt wirklich auf Soundsystemebene arbeitet, wo Musikinstrumente auch wirklich wie Musikinstrumente spielen und nicht dieser Quatsch, was BMW in seinem HiFi-System hier performt und das finde ich langweilig. Ebenfalls, wer sagt, das ist zu teuer, also die Endstufe ist so teuer, das mag ich nicht ausgeben. Man muss mal einen Aspekt beachten, wer so eine Endstufe kauft, der fährt ja BMW. Und wer einmal BMW fährt, fährt in der Regel länger BMW, weil er BMW-Fan ist. Jetzt gibt es schon eine ganze Weile lang genau diese Variante, wo wir diese Endstufe einbauen können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du wieder einen BMW kaufst und die Endstufe einfach umbaust
von dem einen BMW in den anderen BMW und da auch wieder einen geilen Sound drin hast. Also diese Variante, wie lange ich mit dieser Investition einen geilen Sound habe, die ist doch klasse. Selbst wenn du das Auto mal verkaufst, so eine Endstufe, die verliert ja kaum noch an Wert, weil die geht nicht kaputt. Es ist nicht wie bei Lautsprechern, dass man sagt, die baut man ein, wenn man sie rausbaut, weiß man nicht, wie ging der davor mit um, sind die Lautsprecher noch okay oder nicht okay. Bei einer Endstufe, das ist Elektronik, die nehme ich raus und baue sie in ein anderes Fahrzeug ein und insofern kann ich sie natürlich auch auf eBay oder einem Kumpel, der ebenfalls BMW und dieses HiFi-System, dieses jämmerliche fährt, verkaufen und zwar für noch ein ordentliches Geld. Also auch, wir reden ja bei einer Investition nur von der Differenz von der Anschaffung bis zum Verkauf oder bis ich das Auto irgendwann wegtue. Also, hey, sorry, ich habe da kein Verständnis dafür. Zu teuer ist die Endstufe im Endeffekt überhaupt gar nicht. Und schon gleich gar nicht so geil, wie das klingt. Für alle Zweifler habe ich euch ein Argument, das trotzdem zu machen mit der Endstufe, mit der Up 7 BMW. Ihr dürft und ihr sollt bitte auch, wenn ihr die Konstellation mit BMW HiFi-System habt, die Endstufe einfach kaufen. Ihr dürft die zurückgeben. Ihr müsst die ausprobieren. Weil das haben wir auch in dem Video, zeigen wir euch, wie man das einfach mal ansteckt, ohne dass man die Endstufe großartig in Benutzung bringt. Also das brauchen wir gar nicht. Einfach anstecken, anhören, bei Gefallen dann letzten Endes einbauen und bei Nicht-Gefallen wird wahrscheinlich wenig vorkommen. Zusammenpacken, wieder alles in die Schachtel rein, an uns zurückschicken, ist überhaupt kein Problem. Also für alle Zweifler und Zögerer unter euch, das war's aber jetzt wirklich, ihr braucht geilen Sound im Auto. Wer uns also die Endstufe zurückschickt, dem erstatten wir den Betrag natürlich zurück, bis auf den Wert der CD, das sind ja keine 20 Euro, die können wir uns leider nicht erlauben, wieder zurückzuerstatten, weil die könnt ihr aufmachen, die könnt ihr kopieren oder sonst was. CDs sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen. Das ist übrigens auch, wir haben nicht so viele CDs im Programm, aber hier zum Hören ist die geil und mit der CD, die ihr ja sowieso in dem Fall dann behaltet, habt ihr auch einen riesen Spaß, weil da ist ein Sound drauf, den ihr sonst im Radio nicht hört. Bevor wir jetzt richtig anfangen, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben bereits ein Video über das Up 7 BMW gemacht, auch über ein anderes Fahrzeug, also auch ein BMW, aber ein anderer BMW. Und wir werden noch ein Video zusätzlich machen, wo wir in den BMW, in die Endstufe, noch ein Bluetooth-Modul einbauen, um Audio-Streaming zu machen. Und zwar in höchster Güte, aber darüber ein eigenes Video. Im Lieferumfang unserer Match Up 7 BMW finden wir natürlich in erster Linie mal die Endstufe und die ist echt hammermäßig wertig zusammengebaut und fühlt sich auch schon so richtig hochwertig an. Es liegt dabei für den BMW natürlich der entsprechende Kabelsatz, den ich hier bereits schon angesteckt habe. Das gibt es natürlich separat auch so. Das ist hier dieser Kabelkit, der ermöglicht das Plug and Play, also einfaches Anstecken der Endstufe, mehr ist tatsächlich nicht notwendig. Und wir haben hier die Montageplatte, die dann später hier drauf montiert wird, mit den beiliegenden Schrauben, um die Endstufe am Originalplatz zu versenken und richtig fest zu montieren. Im Lieferumfang dabei ebenfalls ist ein Anschlussterminal. Sollte man die Endstufe nicht in dem BMW, sondern in einem anderen Fahrzeug verwenden wollen, kann man hier Plus, Minus und Schaltplus anschließen. Und natürlich liegt auch eine Bedienungsanleitung mit dabei, die ihr jetzt rein theoretisch mit mir zusammen gar nicht braucht, weil ich erzähle euch alles, was da drin steht. Das ist so viel zum Lieferumfang Up 7 BMW. Wir machen jetzt den Soundcheck erstmal von der originalen Anlage, um nachher auch schön differenzieren zu können, wo genau hat sich jetzt der Sound zur Up 7 BMW verbessert. Und dazu nehmen wir die Stereo-Hörtest-CD Volume 5 aus dem Hause In Akustik. Da gibt es auch noch ein paar andere Hörtest-CDs, andere Volumes. Das sind CDs, die sind sehr, sehr geil musikalisch, viel Instrumente, Stimmen und genau das nehmen wir her. Wir nehmen jetzt hier den Track 2 von Sarah Kay, Curtain Calls, den Track 4 von Friedemann, Aphrodite und Nummer 11, Kara, Poisoned Peace. Und da hören wir jetzt mal rein, da darf ich euch jetzt leider nicht mit dazu nehmen, das sind keine GEMA-freien Songs, aber die drei höre ich mir an und sage euch jetzt dann gleich, was genau diese Songs ausmachen, worauf wir achten, wenn wir nachher die Anlage drin haben. Beim Track 2 ist eine Rassel, die eigentlich aktuell nur macht und eigentlich gar nicht so richtig genau als Rassel erkennbar ist. Klar, man kann sich das vorstellen, es ist eine Rassel, aber die klingt nicht wirklich wie eine Rassel. Wir haben eine Bühne, die jetzt aktuell so breit ist von der A-Säule bis ungefähr so
naja, vielleicht nehmen wir 2/3 vom Armaturenbrett ein. Dann hört der Sound auf zum Spielen. Weiter rechts kommt nichts mehr und weiter links kommt auch nichts mehr. Die Stimme ist, finde ich, ein bisschen belegt, wie man, wenn man so einen Molltonvorhang davor hängt. Man hört die Stimme, aber irgendwie hört man auch, das kommt nicht ganz luftig rüber. Das finde ich jetzt nicht so besonders toll. Und der Bass ist okay, der Bass ist da, er krummelt so schön vor sich hin, er bringt ein bisschen Volumen mit sich. Das war bei Track 2 so. Jetzt haben wir Track 4, da geht es im Speziellen, die ersten paar Takte gibt es so ein Bassdrum, so ein Bum, Bum, Bum. Und der zieht eigentlich jetzt so gar nicht mal schlecht an. Und dann gibt es die Gitarren dazu und die werden dann später auch noch gezupft. Und man hört eigentlich klar, dass es eine Gitarre ist und dass da was klickert. Aber so richtig das Fingergefühl und so weiter, das ist da nicht da. Und bei Track 11, den habe ich mir rausgesucht, weil der ist so eindeutig hier in dem Fahrzeug. Wenn du Track 11 auf Vollgas aufdrehst, und das tut man bei dem Fahrzeug einfach, weil du sowieso, die Anlage ist so abgestimmt, dass du beim maximalen Rechtsdreh die Musik gerade ordentlich auf Hörlautstärke hast. Also voll Rechtsanschlag und das kann Track 11, macht völlig durch. Der klingt so verheerend, weil alles nur noch verzerrt. Wir haben da ein Bassgrollen im Hintergrund, das nimmt ja schon Leistung auf. Und dann kommt die Lady und stimmt und singt noch und es bricht völlig zusammen. Das klingt nur noch verzerrt und unangenehm, sodass du nach ein paar Runden sowieso ausmachst und sagst, das war's. Und jetzt bauen wir mal die andere Endstufe ein und schauen danach das Ergebnis an. Die Original-Endstufe vom BMW befindet sich immer im Kofferraum hinten drin und hier bei unserem G-Serien-Modell beim 5er werden wir jetzt folgendes Werkzeug benötigen. Also es ist wirklich übersichtlich. Wir brauchen einen ganz normalen Schraubenzieher. Wir brauchen einen Torx-Schraubenzieher und zwar in dem Fall einen 40er. Ihr könnt es natürlich auch als Nussaufsatz haben. In jedem Ratschenkasten liegt es in der Regel drin. Und wir brauchen eine 10er Nuss und eine 8er Nuss. Und jetzt fangen wir an, das Ganze auseinanderzubauen und wir werden die Uhr mitlaufen lassen, damit ihr seht, in welcher Echtzeit als Zeitraffer, aber ihr seht die Gesamtzeit, was ich brauche, um das Ganze hier so zu lösen, dass wir an der Endstufe, also bis wir die Endstufe in der Hand haben, die wir auswechseln wollen. Und ja, dann fangen wir doch einfach mal an damit. Die Clips sind ganz easy zu lösen hier mit so einem Einhebel mit dem Schraubenzieher. Bock einfach auseinander zu machen. Das war's. Das ist die Endstufe, die Originale mit dem originalen BMW Kompaktstecker, die wir jetzt einfach abstecken können. Da müssen wir das Ganze hier entriegeln. Mit dem Finger kann man das nach unten drücken und die Lasche nach hinten ziehen. So, und damit ist das hier abgesteckt. Bevor ihr die Endstufe jetzt in Betrieb nehmt, ist dieses Gain noch einzustellen, also die Lautstärke oder Pegelanpassung, die bitte in dem Fall tatsächlich ungefähr auf dem halben Anschlag ist, also Linksanschlag einmal ganz ausüben, einmal Rechtsanschlag ausüben und am besten jetzt in der Mitte bleiben. Dann schaut das ungefähr so aus, aber es ist ungefähr die Hälfte an Ausschlag, was wir insgesamt mit dem Poti machen können. Ansonsten braucht ihr an dem Gerät selber jetzt gar nichts mehr machen, weil wir haben ja für euch bereits das entsprechende Setup für die Limousine oder für euer Cabrio oder was auch immer schon aufgespielt. Alles andere haben wir für euch schon gemacht und jetzt geht es nur noch darum, die Endstufe anzuschließen mit dem entsprechenden Kabelkit. Hier, den stecken wir mal an. So rum. Und so rum. So, richtig verriegeln. Und jetzt nehmen wir den und stecken den hier an. So rum. So, und hier wird das Ganze in die Fuge reingemacht und es verriegelt sich jetzt so. Und dann ist das schon die feste Verbindung. Und wenn ihr jetzt die Endstufe erstmal ausprobieren wollt, ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt zum sagen, Musik hören. Ich brauche sie noch nicht fest montieren, das kann ich ja dann machen, wenn ich sage, ja, das gefällt mir, die Steigerung ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Das Ganze ist es mir wert, ich mag die Endstufe behalten. Dann die Montageplatte hinten dran montieren, das machen wir ja dann gleich nochmal, wenn wir jetzt alles fertig haben. Aber dann machen wir jetzt einen Soundcheck und checken mal, wie viel besser das Ganze eigentlich klingt. So, jetzt haben wir die
Up 7 BMW installiert und jetzt machen wir einen Soundcheck und da freue ich mich jetzt schon drauf. Wir haben ja bereits für die BMW Limousine das Originalfile, wo von Audio-Tech Fischer ausgeliefert wird, sogar nochmal verbessert und haben ein besseres Bühnenbild noch und haben auch den Rear-Fill etwas stärker gemacht. Das ist unser Setup, das kriegt ihr natürlich kostenlos dazu, wenn ihr die Endstufe bestellt bei uns. Wie gesagt, unter dem entsprechenden Link. Und ich mache jetzt nochmal einen Soundcheck für diese 3 Songs und gebe euch gleich Feedback. So, dann kommen wir mal zu Track 2. Vorhin die Stimmen waren ziemlich belegt und es klang nicht luftig. Jetzt klingt es richtig luftig. Die sitzt jetzt bei mir hier auf der Motorhaube und singt mich persönlich an, ohne Wenn und Aber. Es ist keine Distanz mehr dazwischen. Es klingt so authentisch, schön wie original auf der Bühne. Und auch die Rassel, man hört sie jetzt einfach eindeutig als Rassel, wo die Steine in diesem Korpus hin und her fliegen. Das finde ich echt faszinierend. Trotz Originallautsprecher, also wir haben ja an den Lautsprechern gar nichts verändert, nur die Endstufe austauscht und diese DSP-Endstufe verzaubert einen richtig. Und wir haben jetzt einen Bass, der viel voluminöser, viel kräftiger da ist und die Lage bestimmt. Und das vorher war alles nur so ein bisschen wischiwaschi. Genauso beim Track 4, da waren am Anfang die Bassdrums, die waren schon mal gar nicht so schlecht bei der Originalanlage, aber jetzt merkt man diese volle Dynamik, jetzt pumpt der richtig, wie so ein Puls haut der hier rein, das macht richtig Spaß zum Hören und auch die Gitarren haben jetzt, man merkt richtig, die werden von Menschen gezupft. Das ist ein Riesenunterschied. Alles klingt frei und du hockst in einem ganz anderen Auto, denkst du in dem Moment. So, und jetzt kommt der Knaller. Natürlich Track 11, der vorhin die Anlage sofort in die Ecke gestellt hat. Der Track 11 ist der Hammer. Jetzt kannst du Rechtsanschlag aufdrehen und die singt wie ein kleiner Gott. Und die Instrumente sind alle differenziert da, das merkt man halt jetzt einfach. Jetzt ist Leistung da. Jetzt ist Leistung da, um jedes einzelne Instrument und die Leistung in das Instrument rein zu transportieren. Und das ist unglaublich, dieser Unterschied zu vorher. Also ich kann nur sagen, Hammer, Hammer, Hammer. Spätestens nach dem Soundcheck ist doch klar, wir bauen die Endstufe fest ein. Und dazu haben wir diese Montageplatte, die wir von hinten hier anschrauben mit 4 Schrauben. Und jetzt hängen wir die da rein. Gut, das war's. Und festschrauben. So. Wer möchte, kann natürlich selber Einfluss auf die Match 7 abnehmen über den Prozessor, über die Software. Über das PC-Tool gibt es natürlich kostenlos zum Download auf der Audio-Tech Fischer Seite. Hier liegt ja das USB-Kabel bereits im Lieferumfang von der Match 7 BMW dabei, das wir dann bloß anstecken müssen, konnektieren müssen. Aber darüber haben wir ja auch schon ein umfangreiches Video gemacht, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Die Endstufe ist ja bereits für den BMW von uns so voreingestellt, dass es rein theoretisch nur noch Anstecken braucht. Das ist jetzt an der Stelle nur noch für die jetzt weitermachen wollen. Jetzt brauchen wir ja wieder nur die Seitenverkleidung mit drauf machen. Und die einzige Schlüsselstelle beim Zusammenbauen ist dieses Eck hier, weil das muss so rum erstmal drauf sein. Dann wird das Ganze hier reingemacht, die Seitenverkleidung. Die Gummisache, die wird erst ganz zum Schluss gemacht, weil jetzt haben wir nämlich Spiel, hier das Ganze entsprechend drauf zu machen und einzuhängen und von oben zu fixieren. Erst jetzt kommt der Gummi oben drauf und wird dann am Rand befestigt. Wer sich jetzt sagt, ist ja eine geile Soundlösung, aber jetzt leider in einem 5er und auch noch in der G-Serie, aber ich habe eigentlich eine 5er F-Serie oder eine 3er F-Serie oder whatever, der darf sich freuen, weil diese Endstufe gibt es natürlich auch als Möglichkeit für diese Fahrzeuge zu installieren. Da braucht man höchstens ein anderes Setup aufspielen. Das machen wir ja alles für euch. Aber so einfach Plug-and-Play geht es auch bei diversen anderen BMW-Modellen. Die Stereo CD Volume 5, die legen wir euch ja beim Bestellen bei uns im Webshop direkt dazu. Aber es gibt natürlich auch noch andere Volumes, die wir jetzt bei uns im Webshop anlegen. Wer da dran Blut leckt und sagt, ist das ein geiler Sound, der kann natürlich auch mal andere CDs ausprobieren. Up to you. Also unser Angebot steht
ausprobieren und bei nicht gefallen zurückschicken, aber leichter kann man geilen Sound ins Auto nicht bekommen. Mit so wenig Aufwand so einen coolen Sound zu haben, das ist doch fast einmalig. Und tja, an der Stelle würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch animieren können, etwas an eurem Auto Sound zu machen. Und bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich ständig über Likes auf Facebook oder Abos auf YouTube oder ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Instagram. Insofern bis bald, euer Olli.